Supermarktwerbung funktioniert ja normalerweise so. 10 Kilo Hackfleisch für nur 99 Cent. Kühlkette kann Lücken haben. Doch bei Edeka sieht sie so aus. Du bist super geil. Und jetzt Eat Karus. Warum macht Edeka das? Und wieder ein Edeka-Spot, der ein viraler Erfolg ist. Im aktuellen Filmchen möchte ein fetter Junge, der in einer fetten Welt lebt, fliegen lernen. Aber er ist zu schwer. Viel zu schwer. Als er sieht, dass ein Vogel Beeren isst, stellt er einen Kausalzusammenhang zwischen der Fähigkeit zu fliegen und dem Konsum von Beeren her. Er isst nur noch Beeren, baut sich Zeitungsflügel, nimmt ab und kann ein halbes Jahr später fliegen. Denn er ist wie der sein will. Ende. Was für ein beschissener Spot. Erstens, der Junge ist offensichtlich dumm. Wenn dich schon die Ballons tragen, dann nimm einfach ein dickeres Seil. Problem gelöst. Dann, die fetten Leute sind nicht richtig fett, sondern nur lustig anzusehen, feel good fett. Der Junge nimmt im Winter eine Beere von einem Zweig, der offensichtlich an einem Baum drangehängt wurde. Die Musik ist so ein schwülstiger Singer-Songwriter-Schlons, mit dem Großkonzerne sonst ihre Kundenverschlechterungen als Innovation verkaufen. Ab sofort ist deine Handyflat noch individueller. Du kannst durch dein Telefonieverhalten selbst bestimmen, wie viel sie kostet. Darfst dich selbst bei den einzelnen Funkmasten einloggen, deine Rechnungen gegen ein kleines Entgelt bei uns abholen und wir werden dein Bewegungsprofil verkaufen. Be you, be free, pay us. Und dann das Abnehmen in einem halben Jahr ungefähr 80 Kilo? Das schafft doch kein Mensch. Und selbst wenn, dann hätte er solche Hautlappen. Stewie, no! Gut, so könnte er immerhin fliegen. Aber abgesehen von meinem Rumgenörgel, warum macht Edeka solche Spots? Schauen wir uns mal die Marktsituation an. Der deutsche Lebensmitteleinzelhandelsmarkt ist A, ein tolles Wort und B, einer der härtesten. Auf der einen Seite gibt es Discounter wie Penny, Lidl und Aldi, auf der anderen Supermärkte wie Real, Rewe und Edeka. Bei den Discountern ist alles billig, 60 Cent bei einer Margarine sparen. Und diese günstig-Philosophie transportieren sie auch in ihrer Werbung. Wir nehmen noch 2. Viel ausgeben oder viel einpacken. Qualität für wenig Geld. Die Supermärkte setzen dagegen auf ein höherwertiges Ambiente, auf exotische Produkte und auf ein breiteres Sortiment. Edeka und Rewe, muss man einfach sagen, haben da eine gute Arbeit gemacht. Die haben ihre Marken im Bereich Lebensmittel dahin positioniert, dass die Menschen das Gefühl haben, die Wahrnehmung haben, sagen wir mal die Wahrnehmung, dass es da besser schmeckt. Und dann ist das so. Und da passen dann eben auch so verschwurbelte Lifestyle-Feel-Good-Spots. Diese Spots denken sich natürlich nicht die Konzerne selber aus, dafür haben sie Werbeagenturen. Und in der Agenturen-Lebensmittelhändlerwelt hat jeder schon mal für jeden gearbeitet. Ein inzestuöser Haufen. Jung von Matt hat schon für Netto und Edeka gearbeitet, Think für Rewe, aber auch BBDO, die auch für Lidl-Spots verantwortlich sind. Serviceplan macht die Spots für Metro und Penny, die aber eigentlich Teil der Rewe Group sind, also Territorium von Think. Aber BBDO hat schon Rewe-Spots gedreht. Die letzten beiden Edeka-Spots wurden von Tempo Media produziert, die auch schon für Rewe gearbeitet haben, auch für McDonald's und schon von Jung von Matt und Think beauftragt wurden. Das ist ein bisschen wie ein Waffenhändler, der beide Kriegsparteien beliefert. Aber zurück zur Frage, warum schickt Edeka den Weihnachtsoper und den fetten Flugfratz ins Rennen? Wir haben Lena angerufen, die ist selber Werberin. Man möchte ja auch mal neue Zielgruppen erreichen, jüngere Zielgruppen, die kriegt man vor allem im Web. Das ist vielleicht nicht die Zielgruppe, die heute schon bei Edeka einkaufen geht, noch schaut die total auf den Preis, geht sowieso zu Aldi, aber auch die wächst da ja rein, wird irgendwann mehr auf Qualität achten, mehr auf Einkaufserlebnis, Auswahl und so weiter. Und dann ist es gut, wenn man die schon mal mit einer positiven Markenassoziation erwischt hat. Oder im Klartext, diese Spots sollen junge Menschen überzeugen, dass sie später, wenn sie mal Geld haben, gefälligst zu Edeka gehen. Lebensmittelinception, sowas. Und warum sehen die Spots nicht aus wie Werbung, sondern wie Filme, wie Geschichten, wie Kunst? Das Zauberwort heißt Earned Media. Also verdiente Reichweite im Gegensatz zu Paid Media, bezahlte Reichweite. Immer wenn ich im TV oder wo auch immer einen Spot buche, zahle ich ja Geld dafür, dass ich dann die Reichweite bekomme. Wenn so ein Clip im Netz jetzt millionenfach geklickt wird, kriege ich diese Reichweite eigentlich kostenlos. Nicht nur Reichweite, sondern sogar Weiterverbreitung. Zum Beispiel 2014, da haben alle gesupergeilt. Super Mäppchen, super Füller, super Killer. Super geil. Das muss man sich mal vorstellen. Hier macht gerade eine Schule Werbung für eine Supermarktkette. Und wie erzeugt man Viralität? Wir teilen etwas, wenn wir mit einem Inhalt einer Meinung sind. Es funktionieren Dinge, die unser Herz berühren oder eben unseren Hass. Deswegen lässt sich viraler Erfolg tatsächlich kalkulieren.
Das hat die Medienwissenschaft herausgefunden. Virale Kampagnen funktionieren nicht nur über Humor, sondern auch durch das Ansprechen grundlegender Bedürfnisse wie Nähe und Menschlichkeit. Nähe und Menschlichkeit. Virale Kampagnen funktionieren also bei jedem von uns. Gut, außer bei Björn Höcke. Und da war er, der politische Witz für heute. Der aktuelle Edeka-Spot ist ein Paradebeispiel in Share-Werbung. Er wurde über 500 Millionen Mal geteilt. Und hier können wir sehen, warum sich dieses Werbegeschäft lohnt. Die Süddeutsche Zeitung, Auflage von knapp 400.000 Stück. Eine ganzseitige Anzeige kostet hier 73.600 € pro Tag und nervt den Leser dann nur. Werbung, Werbung. Ich möchte die wunderbaren Analysen der linken Hand Gottes lesen. Im Gegensatz dazu, 500 Millionen Shares bei Facebook gibt's für lau. Und darum wird uns gefühlsduselige Scheiße von Großkonzernen in die Timeline gespült. Solche Spots sind nicht nett, solche Spots sind berechnend. Sie sind nur darauf ausgelegt, uns zu manipulieren und uns zu sagen, was wir kaufen sollen. Aber nicht mit mir. Mich bekommt ihr nicht. Ich werde nie wieder Blaubeeren essen. Im Internet schaue ich ja eigentlich nur Pornos. Ja, und im Valulis seine Videos. Die habe ich sogar abonniert.